In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man einen Sell Stop als Pending Order in den Markt setzen kann. Wir sehen das nicht auf dem Chart, aber wenn wir hineinzoomen, dann sieht man, dass hier unten eine Pending Order als Sell Stop deutlich unter dem aktuellen Preis gesetzt wurde. Und wir wollen uns jetzt einmal anschauen, wie das mit MQL5 geht. Dazu klicken Sie bitte auf diesen kleinen Button hier oder drücken die F4-Taste auf Ihrer Tastatur. Das ruft dann hier das Meta-Editor-Fenster auf und hier klicken wir auf Datei, Neu, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simpler Sell Stop, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt können wir alles löschen, was sich oberhalb dieser OnTick-Funktion hier befindet. Und auch die 2 Kommentarzeilen werden gelöscht. Wir starten damit, dass wir trade.mqh importieren. Das geht mittels Include-Befehl. Es handelt sich um eine Bibliothek mit Trading-Funktionen, die wir gleich nutzen werden, um unseren Sell Stop zu eröffnen. Dazu erstellen wir uns erst einmal eine Instanz mit dem Namen Trade. Und innerhalb der OnTick-Funktion möchten wir jetzt den Bitpreis ermitteln. Das geht mit der Funktion SymbolInfo-Double für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart. Und wir nutzen Symbol-Bit, um uns den Bitpreis anzeigen zu lassen. Ich verwende hier immer noch gerne Normalized Double und Underscore Digits, denn damit lässt sich ermitteln, ob das aktuelle Währungspaar 3 oder 5 Nachkommastellen hat. In diesem einfachen Beispiel möchten wir eine einfache Bedingung abfragen. Und das ist, ob wir bereits offene Orders oder Positionen haben. Die Anzahl der Orders liefert uns die Funktion OrdersTotal. Wenn die gleich 0 ist, dann bedeutet das, wir haben keine Pending Order im Markt. Und danach nutzen wir die Funktion PositionsTotal. Und wenn die gleich 0 ist, dann bedeutet das, wir haben auch keine offenen Positionen. Der Unterschied ist, dass man eine Order irgendwo im Markt platzieren kann und sobald die ausgelöst wird, wird daraus eine Position. Soweit so gut. Jetzt möchten wir gerne mit Trade.SellStop unsere Pending Order im Markt platzieren. Dazu müssen wir eine Reihe von Parametern übergeben. Die gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch. Der erste Parameter hier steht für die Lotgröße. Wir möchten gerne eine Pending Order für 10 Microlot eröffnen. Und diese Order wird gesetzt 200 Punkte oberhalb des Bitpreises. Jetzt, wo ich mir das so anschaue, ist das eigentlich falsch. Das muss unterhalb des aktuellen Bitpreises gesetzt werden. Der nächste Parameter ermittelt, welches Währungspaar wir auf unserem aktuellen Chart nutzen. Parameter Nummer 4 steht für den Stop-Loss. Den nutze ich hier gerade nicht. Dafür habe ich hier aber einen Take-Profit-Wert. Und da wir einsteigen, wenn der Preis 200 Punkte unter dem Bitpreis ist und wir einen Sell-Stop verwenden, muss der Take-Profit natürlich unter dem Einstiegspreis liegen. Zum Beispiel 400 Punkte darunter. Denn wenn wir verkaufen und der Preis fällt von 200 Punkten unter dem Bitpreis auf 400 Punkte unter dem Bitpreis, dann hätten wir 200 Punkte Profit. Dieser Parameter hier, OrderTime-GTC, sagt aus, dass unsere Order nicht abläuft. GTC steht für Good Till Cancel. Entweder die Order wird ausgeführt oder wir müssten sie manuell löschen. Da gibt es noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel OrderTime-Day. Dann würde die Order nur für den aktuellen Handelstag gelten. Man könnte auch eine Ablauffrist spezifizieren. Wir möchten das Ganze gerne ohne Ablaufdatum in den Markt setzen. Darum ist auch der nächste Parameter 0. Der steht für die Ablaufzeit. Und mit diesem letzten Parameter hier können wir einen Textwert übergeben. So ein Kommentar könnte zum Beispiel nützlich sein, wenn man mehrere Expert Advisors auf ein und demselben Chart benutzt und gerne unterscheiden möchte. Das war's im Großen und Ganzen. Jetzt klicken wir hier auf Kompilieren oder drücken die F7-Taste. Und wenn das hier unten keine Fehler oder Warnungen erzeugt, dann können Sie hier oben auf diesen kleinen Button klicken oder die F4-Taste drücken, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht,
Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Das ruft dann hier den Strategietester auf und hier wählen wir die Datei simpler-cellstop.ex5 aus, markieren hier die Option für die Visualisierung und starten einen Test. Hier läuft unser Expert Advisor auch schon los, der Kommentar wurde auch gesetzt und wenn wir jetzt in das Chart hineinzoomen, dann sehen wir, dass hier unten unsere Pending Order im Markt platziert wurde und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie das mit MQL5 automatisch für den MetaTrader 5 setzen können und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.